Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Ja, in der letzten Folge war ich ein wenig verwirrt. Ich habe hier ein bisschen festgesteckt. Und zwar hier bei dieser Kammer. Ich war da ein wenig verwirrt. Das Problem ist halt, dass ich den Cube nicht bekommen kann, weil er da immer sofort vaporisiert wird. Ich habe zwischen den Folgen nochmal ein bisschen rumprobiert. Und ich habe nicht gecheckt, dass der Knopf da hinten auch gleichzeitig diesen Emanzipationsgrill deaktiviert. Ja, wow. Und das heißt dann nämlich, dass wenn wir uns hier schnell genug auf den Button stellen, dann müssten wir ja eigentlich den Cube hier rüberkriegen, oder? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in der Theorie sollte das funktionieren. Ja. Damit haben wir den Cube hier. Und jetzt müssen wir nur noch die Brücke hier hinholen. Und das ist eigentlich easy. Achso, warte mal. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Das ist auch noch eine gute Frage. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah. Stimmt. Und jetzt kann ich ja hier einfach rübergehen. Oh mein Gott. Stimmt. Lol. Wow, das hat echt lang genug gedauert. Nicely done. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Ach so? Except for these ones. Das war ja wohl klar. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. Aha. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Okay. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt gerade in der Gegenwart befinden wir uns im Prinzip bevor GLaDOS zerstört wird. Also vor Portal 1. Aber diese Zukunft, in die wir immer gehen, ist danach. Okay, das ist interessant. Ich muss irgendwie da reinkommen, würde ich mal sagen. Wie mache ich das am besten? Habe ich hier irgendwo eine Portalfläche? Also, ich kann hier runter. Ah, da ist eine Portalfläche. Okay. Da kommt ein Cube. Stark. Hier ist eine Light Bridge, die nicht funktioniert. Und was macht der Button hier? Gar nichts. Okay, wie sieht das Ganze in der Gegenwart aus? Ich blicke jetzt noch nicht so ganz durch, was ich hier überhaupt machen muss, ne? Also da fällt ein Cube runter. Bringt mir jetzt erstmal so nicht wirklich was, ne? Aber ich kann dann Portal drunter tun, theoretisch. Was passiert, wenn ich das mache? Bringt das irgendwas, wenn der Cube da landet? Ah, okay. Okay, den kann ich da hin und her bouncen lassen. Ja, und dann bräuchte ich hier die Brücke, damit ich den Cube da aufhalten kann, damit er da runterfällt. Okay, das macht Sinn. Die Frage ist, wie bekomme ich die Brücke? Weil hier, wenn ich hier auf den Schalter gehe, passiert ja nichts. Und das ist die einzige Möglichkeit, die ich so habe, um hier irgendwas überhaupt zu machen. Ne? Hä? Da ist halt irgendwie, da geht das Signal nicht weiter. Aber ich habe ja sonst nichts, was ich machen kann. Ich kann mir natürlich hier theoretisch einen zweiten Cube holen aus der Zukunft. Und den kann ich dann auch theoretisch hier drauf tun.
Aber das Problem ist ja, dass mir das absolut nichts bringt. So, da passiert ja nichts, wenn ich das aktiviere. Aber sonst kann ich ja gar nichts aktivieren. Hä? Ich habe ja nichts sonst, was ich machen kann. Was sollen auch eigentlich diese Laser da bringen? Macht ja gar nichts. Achso, wahrscheinlich damit man selber da nicht drauf geht. Okay. Ja. Ne, also da bin ich jetzt wirklich überfragt. Weil hier gibt es wirklich nichts, was ich machen kann. So, es gibt halt hier, wirklich nur 2 Dinge, mit denen ich interagieren kann. Und zwar, das ist einmal dieser Knopf, der den Button spawnt. Und das ist dieser, der den Button spawnt. Der den Cube spawnt. Und dieser Button da, der absolut nichts macht. Die Brücke hier ist in beiden Versionen nicht aktiviert. Der Button macht auch in beiden Versionen gar nichts. In beiden Versionen bounced der Cube da nur hin und her. Und hier bei mir bringt er nichts. Klar, ich kann ihn da drauf tun, aber da passiert ja wie gesagt nichts. Ich muss den Cube halt irgendwie darauf bekommen, das ist klar. Aber das ist definitiv nicht möglich ohne diese Brücke. Und diese Brücke sehe ich aktuell keine Möglichkeit irgendwie zu bekommen. Ja, okay, da muss ich zugeben, da habe ich jetzt tatsächlich die Lösung nachgeguckt. Und ich bin auch ganz froh, dass ich das getan habe, weil da wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist absolut lächerlich. Man muss hier den Cube bouncen lassen, ne? Dann muss man sich den Cube aus der anderen Timeline holen. Soweit ganz gut, bis dahin war ich auch, ne? Aber jetzt wird es absolut lächerlich. Du musst den benutzen, um den anderen zu blocken. Was zum Fick? Damit die da oben zusammenstoßen und der dann da reinfällt. Wie soll man denn da bitte drauf kommen? Ja, okay, und ab jetzt ist es ja eigentlich easy. Hier, das aktiviert dann das. Ja, gut. Aber klar, da ist easy. Aber das ist halt so lächerlich. Ja, und jetzt müssen wir hier wieder das mit den 2 Portaldingern machen. Das ist klar. Ah, aber dann muss ich... nee, warte, das geht gar nicht. Das geht auf die Art nicht. Nee, dann muss ich das... Dann muss ich den Dings hier aktivieren, oder? Ja, doch, genau. Dann muss ich den hier aktivieren. Okay, warte, jetzt bin ich verwirrt. Nee, der muss schon darüber. Der muss hier hin. Und da muss das Portal hin. Ich meine, ich kann theoretisch natürlich sowas hier versuchen, ne? Das war das Falsche. Aber es hat geklappt. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es hat trotzdem geklappt. Ich habe es irgendwie geschafft, da an der Wand hängen zu bleiben. Well done. You have proven yourself to be quite capable. Keep going, and you might actually fulfill your true purpose in all this. You are in the home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. These Aperture Science excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Okay. Jetzt kommen die Dinger also ins Spiel. Alles klar, also wir haben da einen, okay. Kann ich machen, bringt mir jetzt erstmal nichts. Das dagegen schon, nein, eigentlich nicht. Das bringt mir was. Ah ja. Und so komme ich dann da rüber und kann mir einen Cube holen. So, ein Cube. Der muss da drüben auf den Button. Das ist jetzt auch nicht allzu kompliziert. Und der dreht ihn dann um. Okay. Deshalb ist das dann da oben, dass ich da hoch kann. Alles klar. Aha. Moment, ist da... Da ist so ein Emanzipationsgrill. Ist der hier kaputt? Nein, der ist auch da. Gut, die Frage ist, wie komme ich dann da durch? Also ich komme da theoretisch durch. Das ist kein Problem.
Ich kann theoretisch... Nee, kann ich nicht. Ich kann ja kein Portal hinschießen. Was ich theoretisch machen kann, natürlich ist das. Das kann ich theoretisch machen. Nur... Da komme ich jetzt natürlich nicht hoch. Moment, ich kann mir aber theoretisch einen zweiten holen. Ich kann mir theoretisch da einen holen. Nein, das muss andersrum. Den dahin. Und dann gehe ich hier durch und packe den anderen da oben hin. Und dann kann ich mich hochsaugen. Aha, so. Jetzt ist noch die Frage, wie bekomme ich dann den Cube dahin? So, so komme ich hier rüber. Das ist kein Problem. So. Aber wie bekomme ich jetzt den Cube hier hin? Weil ich brauche... Ah. Okay. Ich kann hiermit auch das Ding deaktivieren. Das ist natürlich gut zu wissen. Den aus der anderen Timeline kann ich theoretisch mitnehmen, weil mit dem blauen kann ich mich ja immer noch pushen. Das heißt, ich müsste den Cube dann... So, dann hole ich mir den. Das ist jetzt natürlich blau, aber das ist egal. So, ich kann mich mit dem jetzt immer noch hochpushen. Wenn ich mit dem jetzt einfach das mache und da dann das Zeitding platziere, ne, dann werde ich ja trotzdem nach oben gepusht. So weit, so gut. Stimmt, wenn ich den Cube hier platziere, dann kann ich den mit dem Strahl da drauf ziehen, wenn ich da ein Portal place. Dann kann ich den nach oben ziehen und dann kann ich den da durchziehen. Das geht. So. Cube ist da drauf. So, Cube wird nach oben gezogen. Und jetzt ziehe ich den da rüber und gehe hier drauf. Und da habe ich ihn. The time-bending technology used to create these time portals is only stable in one specific configuration. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take a small glimpse of what the facility looks like 20 years from now. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Shell. Ja. Das macht Sinn. Okay, das sieht kompliziert aus. Ja. Darum kann sich mal Zukunfts-Dennis kümmern. Also ich würde sagen, da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Bis dann.